Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der vierten und letzten Folge über die klassische Legoland Weltraumwelt bauen wir uns heute die 6 Packungen von 1981 auf. Und zum Abschluss dieses legendären Themas mache ich mir aus aktuellem Anlass noch einige persönliche Gedanken. 1981 gab es eine Welle mit 6 neuen Weltraumsets. Mit ihrer neuen schwarz-weißen Farbgebung fliegen die neuen Raumschiffe im Katalog gemeinsam mit den alten, sie passen aber nicht mehr so richtig zusammen. Im deutschen Katalog gibt es ganz eigenartige Namen für die Sets wie Planetenscooter, Schubgleiter oder Weltraumtraktor. In Europa sind die neuen Sets gemeinsam mit der neuen Kommandozentrale 6970 im März 1981 herausgekommen. Wir beginnen mit den 2 größeren Packungen. Zuerst bauen wir die mobile Messstation auf dem 6-achsigen Transportfahrzeug 6927 mit 161 Teilen. Der Container der mobilen Messstation ist immer noch im alten Farbschema von 78 gehalten, mit dem blauen Aufbau und den transparent gelben Fenstern. In der Inneneinrichtung sind 2 Kontrollpulte und ein Autosessel auf einem Drehteller. In den Seitenwänden sind 3 neue Waggonfenster mit den abgerundeten Rahmen eingebaut. Die Fenster haben immer noch die alten Scheiben in transparent gelber Farbe. Insgesamt brauchen wir 3 Fenster für alle 3 Seiten. Links und rechts kommt ein grauer Erlingstein mit einer neuen transparent-roten 1x1-Platte, wie sie 1980 für die Eisenbahnscheinwerfer eingeführt wurde. In diesem Fall brauchen wir die runde Platte als Halter für die Führung an der Containerablage. In die vorderen Säulen kommt ein bedruckter Stein mit dem Weltraumlogo. In den hinteren Säulen bauen wir unten eine Rille für die Containerfixierung aus einer Platte und einem umgekehrten Schrägstein. Die Innenseite des Halters verkleiden wir mit einer Instrumententafel. Und oben kommt außen noch ein bedruckter Stein mit einem weißen Pfeil nach unten. Am oberen Rand kommen auf die rechte Seite eine Reihe mit 4 Scharniersteinen und die anderen 3 Seiten werden mit Platten abgedeckt. Jetzt können wir das transparent gelbe 6x8 Glasdach zum Aufklappen aufsetzen. Am Dach bauen wir einen grauen Bügel aus schmalen Platten auf 2 Erlingsteinen zur 90 Grad Baurichtungsumkehr für 2 kleine Satellitenschüsseln mit dem üblichen transparent grünen Rundstein in der Mitte. Auf die Unterseite kommen 4 schwarze Stützen. Das ist die einzige neue Abweichung vom alten 78er Farbschema. Der Arbeitscontainer der mobilen Messstation ist nun fertig. Er ist der Arbeitsplatz für den weißen Techniker. Jetzt bauen wir das geländegängige Trägerfahrzeug. Der Rahmen besteht aus 2 schwarzen 1x12 Techniklochsteinen. Der Aufbau ist weiß und bildet das neue schwarz-weiße Farbschema der Fahrzeuge, das eigentlich viel besser in den Weltraum passt als das alte Grau-Blau. In die Techniklochsteine kommen 6 Verbinder als Achsen für die Räder. Der hintere Teil des Fahrzeuges ist eine Transportgabel für die Aufnahme des Containers. Mit 2 Scharniersteinen bauen wir eine Halteklaue als Greifer für den Container. Das Führerhaus bekommt vorne an der Unterseite eine neue, 2 Steine hohe, umgekehrte 5x6 33 Grad Windschutzscheibe.
In der Mitte hat das Führerhaus einen Rahmen aus weißen Platten. An die Seiten kommen zwei modifizierte Platten als Scheinwerferhalter. Auf der Unterseite hat die Windschutzscheibe Noppen für das Lenkrad. Auf die Scheinwerferhalter kommen transparent rote 1x1 Steine. An der Oberseite stecken wir zwei alte, kleine 33 Grad Windschutzscheiben und die 2x4 Steine als Seitenfenster. Das ergibt ein wunderschönes, rundum verglastes Cockpit. Hinter dem Führerhaus kommen links und rechts zwei mit einem schwarzen Gitter bedruckte weiße 1x4 Steine. Im hinteren Bereich des Fahrzeuges bauen wir jetzt die Transportgabel für den Container weiter. Auf den zwei Scharniersteinen mit zwei Dachsteinen, die in die umgekehrten Schrägsteine des Containers eingreifen. An die Hinterseite kommen zwei 90 Grad Winkelplatten nach unten, eine neue schwarze Aufstiegsleiter und zwei große schwarze Düsenkegel als Triebwerke. Hinter das Cockpit kommen links und rechts jeweils zwei Halter für Werkzeug und für Funkantennen. Dazwischen eine schwarze Aufstiegsleiter für die Minifiguren. An die Sechsachsverbinder stecken wir jetzt die kleinen Technikfelgen mit den Gummireifen mit den versetzten Stollenprofilen. Diese Räder haben genau denselben Durchmesser wie die ersten Lego-Räder von 1900. In die vorderen Werkzeughalter klemmen wir Schraubenschlüssel und Funkgerät, dahinter zwei schwarze Funkantennen. Jetzt kann der rote Fahrer in das Cockpit einsteigen. Das Transportfahrzeug klappt sein Heck auseinander und kann den Container aufnehmen. Man braucht nur in den Container hineinfahren. Die seitlichen roten Lichter sind die Halter. Und wenn man das Heck schließt, dann greifen die zwei Dachsteine der Transportgabel in die umgekehrten Schrägsteine des Containers und heben ihn durch die Schrägen hoch. Das geländegängige Transportfahrzeug kann die mobile Messstation mitnehmen. Die ganze Konstruktion erinnert mich an ein Polarforschungsfahrzeug mit einem Arbeitscontainer auf einem Raupenfahrzeug. Wenn wir das Heck öffnen, setzen die hinteren Stützen wieder auf dem Boden auf. Wenn wir mit dem Fahrzeug vorwärts fahren, dann wird der Container schonend auf die Stützen abgestellt. Beim Aufladen heben die Dachsteine den Container wieder in die Höhe. Jetzt schauen wir uns das Transportfahrzeug nochmals aus der Nähe an. Dahinter die zwei großen schwarzen Triebwerke zum Aufklappen. Im Cockpit sitzt der rote Fahrer hinter seinem Lenkrad. Im Laderaum ist der blaue Container der mobilen Messstation. Am Dach sind zwei Parabolspiegel aufgebaut. Das transparent gelbe Dach kann man aufklappen. Im Container ist der Arbeitsplatz für den weißen Techniker mit 4 Kontrollpulten, 2 vorne und 2 hinten. Das Trägerfahrzeug kann mit seiner Transportgabel den Arbeitscontainer aufnehmen. Wenn wir die Triebwerke zuklappen, wird der Container aufgehoben. Und das dreiachsige Geländefahrzeug kann mit der mobilen Messstation wegfahren. Jetzt fahren wir mit der mobilen Messstation zur Seite und machen Platz für das zweite große Set, den transplanetarischen Raumtransporter 6929 oder wie er in Englisch heißt, den Starfleet Voyager aus 342 Teilen. Wieder mit einer neuen, umgekehrt transparent blauen Windschutzscheibe und mit nur einer einzigen Minifigur. Der Unterbau ist genau wie bei den alten Raumschiffen wieder aus grauen Platten. Zwischen der vorderen Tragfläche mit dem eingebauten Cockpit und der hinteren Tragfläche mit dem angeschlossenen Transportraum gibt es eine schmale Wespentaille. Auf die Grundplatten kommen 4 rote Positionslichter
und 2 gelbe 1x3 Platten als Trittbretter. Der Unterbau ist wieder 3 Platten dick. In der vorderen großen Tragfläche gibt es eine große Aussparung für das Cockpit. Die Umrisse bestehen aus 6 kleinen Tragflächen. Der Bug hat 2 große Tragflächen, die spitz zulaufen, mit den üblichen Handgriffen an der Spitze. So sehen die Umrisse des Unterbaues aus. Das Raumschiff bekommt später eine ganz besondere Spitze. Inzwischen bereiten wir den Halter vor, mit 2 Erlingsteinen zur 90 Grad Baurichtungsumkehr und einem Scharnierstein. Dahinter kommt ein umgekehrter 33 Grad Schrägstein. Die Unterseite der Tragflächenspitzen verstärken wir mit vielen kleinen Platten. Hinten kommen vor dem Transportraum wieder 3 umgekehrte 33 Grad Schrägsteine. Hier bauen wir noch eine Haltegabel für die Transportkiste an, ähnlich wie vorher beim Transportfahrzeug mit dem Container oder wie der Laderaum von den alten Raumschiffen. Auf die Unterseite kommen 2 graue Rundsteine und 3 schwarze Platten für die Stützen. Am Heck des Raumschiffes bauen wir mit 2 Scharniersteinen auf schmalen Platten mit einem Lampenstein und einem umgekehrten Schrägstein die 2 aufklappbaren Haltegabeln für den Werkzeugcontainer im Frachtraum. Auf die Unterseite kommen an die hinteren Tragflächenspitzen 2 schwarze Steuerdüsen und unten schwarze Stützen. Vorne setzen wir unter dem vorderen Teil des Cockpits die transparent blaue, umgedrehte, 2 Steine hohe Windschutzscheibe ein. Und daneben kommen wieder 2 schwarze Stützen. An die Unterseite der Tragflächen stecken wir 2 Triebwerke mit einer Satellitenschüssel an der Spitze, die vorne den üblichen transparent grünen Rundstein hat, und mit einer Weltraumpistole in die offene Noppe der neuen Kufen eingesteckt ist. Hinter die Kufe kommt ein schmaler Kegel als Triebwerksdüse. 2 dieser Triebwerke kommen an die unteren Außenkanten der vorderen Tragflächen. Auf der Unterseite besteht das Hinterteil des Cockpits aus einer zweiten, neuen, großen, umgekehrten Windschutzscheibe, aber nicht mehr transparent, sondern in grauer Farbe. Die beiden Hälften des Cockpitbodens verbinden wir mit einem grauen Rundstein, der gleichzeitig als Mittelstütze für das Raumschiff dient. Die hinteren Tragflächen verbreitern wir noch mit einer kleinen Spitze und bauen dann am Frachtraum weiter mit 4 Warnlichtern und 2 2x2 Platten mit weißen Fliesen als Halter für die Ladekiste. Wir verstärken die Arme mit schmalen Platten und dann kommt ein zweiter weißer Scharnierstein und ein mit einem schwarzen Gitter bedruckter weißer 1x4 Stein. Am Heck kommt wie beim 6rädrigen Geländefahrzeug eine weiße 90 Grad Winkelplatte für die schwarzen Triebwerke und daneben ein Werkzeughalter mit einem Schraubenschlüssel. An die Seitenwand kommen bedruckte weiße Steine mit dem Weltraumlogo und das aufklappbare Frachtraumteil wird mit einer weißen 4x6 Platte abgedeckt. Auf der linken Seite bauen wir dieselbe Frachtraumtür, eine Mischung aus dem Frachtraum der alten 78er Raumschiffe und dem neuen Containerträgerfahrzeug von 81. Jetzt sind die Frachtraumtüren fertig, die man wie bei den alten Raumschiffen auseinanderklappen kann. An die vordere Frachtraumwand kommen 2 Steuerpulte und 2 bedruckte 1x4 Steine. Auf die Oberseite der hinteren Tragflächen stecken wir die für dieses Raumschiff typischen 4 weißen Stützen aus Flugzeugseitenleitwerken. In der Mitte gibt es 2 Stützen hintereinander, die mit einer längs gestellten 2x8 Platte einen praktischen Haltegriff für dieses Raumschiff bilden.
Die Querverbinder sind nur schmale Platten und am Ende kommt ein Lampenhalter mit einer schwarzen Funkantenne in Flugrichtung. Am Heck stecken wir an die beiden Hälften des Laderaumdaches jeweils 2 Seitenleitwerke eng nebeneinander. Links und rechts haben Sie am Ende wieder einen weißen Lampenhalter mit einer schwarzen Funkantenne in Flugrichtung. Das Höhenleitwerk wird nur mit einer kleinen 1x2 Platte verbunden. In der Mitte werden die Laderaumtüren mit einer 1x2 Fliese verriegelt. Auf die Tragflächenerhöhungen kommen links und rechts 2 Triebwerke aus einem transparent roten Rundstein an der Spitze, dann einem kleinen weißen Kegel auf einer weißen 90 Grad Eckplatte und dahinter ein großer 2x2 Rundstein und wieder ein kleiner schwarzer Kegel als Düse. Das Heck ist fertig gebaut, es fehlt uns jetzt noch das Cockpit. Auf der Hinterseite wird es von 3 2x3 33 Grad Dachsteinen abgegrenzt. Der mittlere hat das Space-Logo als Aufdruck. Auf die rechte Seite stecken wir 2 Scharniersteine und auf die linke Seite 2 Platten und eine Lage Fliesen. Vorne kommt die transparent blaue Windschutzscheibe hin und als Dach verwenden wir eine transparent blaue 4x6 Platte. An den Tragflächenspitzen links und rechts vom Cockpit kommen 2 schwarze Aufstiegsleitern. Zum Schluss bauen wir die besondere Raumschiffspitze fertig. Auf den Scharnierstein kommt eine 2x4 Platte und eine Raketenspitze mit einer Funkantenne, die man beim Landeanflug mit dem Scharnierstein neigen kann. Das erinnert stark an die frühere Concorde. Beim Set ist als einzige Figur ein roter Pilot dabei, der jetzt über die neue Aufstiegsleiter durch das seitlich aufklappbare Dachfenster in das Cockpit einsteigen kann. Das Cockpit hat über und unter der Tragfläche eine Panorama-Windschutzscheibe. Die Raumschiffspitze kann man beim Landeanflug neigen. An der Unterseite sieht man das Cockpit und die 4 schwarzen Stützen. Der Frachtraum ist unten ganz offen. Es fehlt uns jetzt nur noch die Ladung, die wir in den Frachtraum einhängen können. Es ist eine 4x6 Noppen große weiße Transportkiste. Auf den Längsseiten sind Fensterrahmen mit weißen Fensterläden. An der Oberseite gibt es eine quergestellte 2x6 Platte, mit der man die Kiste in den Laderaum einhängen kann. Es sind eine Reihe verschiedener Werkzeuge dabei, die man in der Kiste verstauen kann. Darunter auch die nutzlose und eher seltene schwarze Kelle. Wie bei den alten Raumschiffen können wir mit der 1x2 Fliese am Höhenleitwerk die Laderaumtüren am Heck entriegeln und auseinanderklappen. Der Laderaum hat hier keinen Boden, sondern die Halter innen an den Laderaumtüren halten die Kiste am Querträger fest. Jetzt ist das Set vollständig und wir können mit dem Raumschiff starten. Der Haltegriff in der Mitte ist sehr praktisch und man kann damit das Raumschiff mit der Wespentalje sehr gut steuern. Vorne ist der Cockpitbereich und hinten der Laderaum. Die Werkzeugkiste ist sehr gut gesichert und die Fensterläden werden von den Laderaumtüren seitlich zugehalten. Im Vergleich zu den älteren Raumschiffen sehen wir nicht nur die in schwarz-weiß transparent-blau geänderte Farbgebung im Aufbau, sondern das Raumschiff ist auch viel schlanker und einfacher gebaut. Im zweiten Teil des Videos kommen noch die 5 Kleinsets. Der kleine Planetenscooter oder Mondbuggy 6801 hat nur 17 Teile und einen weißen Astronauten. Vorne ist an der Unterseite eine umgedrehte Satellitenschüssel befestigt mit 2 schwarzen Handgriffen.
An der Rückseite gibt es 2 schwarze Steuerdüsen. Hinter dem Sitz haben wir das typische Instrumentenbrett, oben mit einer Funkantenne und hinten mit 2 Werkzeughaltern für das Funkgerät und die schwarze Weltraumpistole. Das zweite kleine Set ist der kleine Schubgleiter zur Geländeerkundung oder der Weltraumgreifer aus 28 Teilen. Er fährt auf 4 neuen Kufen, die man mit Noppen der Reihe nach zusammenstecken kann. Er hat nur eine kleine 2x6 Grundplatte, vorne 2 Scheinwerferhalterplatten für rote Scheinwerfer, darauf das Lenkrad, an der Hinterseite 2 Rückleuchten und den Großfiguren-Backerarm mit 4 Gelenken und einer völlig neuen Greifzange. Auf dem Halter für den Greifarm sind am Heck 2 schwarze Steuerdüsen und eine schwarze Jumperplatte mit einer Funkantenne aufgebaut. Eine zweite schwarze Jumperplatte ist beim Set als Materialprobe für die Greifzange als Extrastein dabei. Das dritte kleinere Set ist der schwere Raumgleiter 6842 aus 41 Teilen mit 2 hintereinander liegenden Tragflächen und einem großen Hecktriebwerk. Er fährt wieder auf den 4 neuen runden Kufen, hat aber eine längere 2x10 Grundplatte. Vorne sind 2 kleine Tragflächen, an der Spitze wieder schwarze Handgriffe, in der Mitte 2 schwarze Aufstiegsleitern und im hinteren Bereich 2 lange Tragflächen. Darauf kommt hinten ein weißer Aufbau mit 2 schwarzen Steuerdüsen und roten Positionslichtern. Vorne ist ein Lenkrad und eine weiße Motorhaube mit dem Weltraumlogo. Auf dem Heckaufbau aus den 2 33-Grad-Dachsteinen kommt eine weiße 90-Grad-Winkelplatte mit einer großen schwarzen Triebwerksdüse. Und links und rechts kommen auf die kleinen Dachsteine 2 Lampenhalterplatten mit 2 schwarzen, waagrecht ausgerichteten Funkantennen. Als Figur ist ein roter Astronaut dabei, der mit dem schweren Schubgleiter die Fernerkundung in der Mondstation durchführen kann. So steht es jedenfalls im Katalog von 81. Das vierte und letzte Kleinset ist der Knicklenker als mobile Abschussrampe für den Raumgleiter. Artikel 6870 aus 49 Teilen. Der Raumgleiter hat die neue weiß-schwarze Farbgebung mit 2 langen Tragflächen, die spitz zulaufen, vorne 2 Halterplatten mit grünen Scheinwerfern, an der Unterseite eine Führung für die Startrampe, an den Flügelspitzen 2 weitere Halterplatten mit 2 schwarzen waagrechten Funkantennen und 2 Dachsteine. Wie jedes Raumschiff bekommt auch der Raumgleiter ein Lenkrad und eine schmale Motorhaube mit einem aufgedruckten Weltraumlogo. Auf die Flügel stecken wir links und rechts 2 schwarze Steuerdüsen und der rote Astronaut kann schon einsteigen. Jetzt brauchen wir nur noch das Trägerfahrzeug mit der Abschussrampe. Diese kann man mit langen Scharnierplatten neigen. Für den Knicklenker fehlt mir die vordere graue Gelenksplatte. Ich ersetze sie vorläufig mit einer schwarzen. An die Unterseite kommen 3 Achsen mit den neuen großen 21 mm Lastwagenreifen, die im Weltraum eher selten verwendet werden. Auf die Abschussrampe kommt hinten eine 90 Grad Winkelplatte als Halter und vorne 3 2x2 Fliesen als Führung. An die Zugmaschine bauen wir vorne einen Kühlergrill aus einer grauen Aufstiegsleiter und links und rechts 2 Halterplatten mit roten Scheinwerfern. An die Rückseite des Fahrerplatzes kommen links und rechts 2 Steuerdüsen, eine Funkantenne und natürlich vorne noch ein Lenkrad.
Jetzt können wir den Raumgleiter auf den zweiachsigen Anhänger aufladen und der Astronaut fährt mit der mobilen Abschussrampe auf eine geeignete Startposition. Er setzt sich in den Raumgleiter, neigt die Abschussrampe nach oben und startet. Das war jetzt das letzte Set von 1981. 1982 kamen die neuen Weltraumkugelräder für die Technikachsen und die großen 17×43 Technikräder. Ich kann euch hier als mein allerletztes Set noch den 2-Wege-Bodenerkundungsgreifer 6880 von 1982 zeigen, mit 77 Teilen und einem neuen gelben Astronauten. Auf einem Rahmen aus 2 grauen 1×8 Techniklochsteinen stecken 3 8 Noppen lange Achsen. Auf dem Fahrgestell sind 3 schwarze Stützen als Stoßdämpfer, 4 Aufstiegsleitern und einem Drehteller für eine mittelgroße, durchbrochene Satellitenschüssel, auch ein neues Element von 82. Als Empfänger haben wir die neue Handkamera, die der neue gelbe Astronaut als Messgerät mit Zielfernrohr verwenden kann. An der Vorderseite haben wir ein Lenkrad, 2 Halterplatten mit Funkantennen und transparent roten Rundsteinen, die waagrecht eingebaut sind. Auf der Motorhaube ist das Weltraumlogo und darunter ein Armaturenbrett und ganz unten 2 schwarze Handgriffe. Vorne und hinten haben wir 2 Großfigurengreifarme aus 4 Gliedern, vorne die Zange mit einer zusätzlichen schwarzen Funkantenne als Materialprobe. Die Greifarme sind gut beweglich und um die eigene Achse drehbar. Das Fahrzeug ist ein 2-Wege-Bagger, wo der Astronaut auf der linken Seite des Führerstandes rückwärts sitzen kann und den hinteren Baggerarm bedienen kann. In der Baggerschaufel sind 2 Einserplatten als Bodenprobe. Hinten gibt es 2 Halterplatten mit einem schwarzen Schraubenschlüssel und einer schwarzen Weltraumpistole als Werkzeuge. Das ist das einzige Set, das ich von 1982 habe. Zum Abschluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf alle Sets aus den ersten 4 Legoland-Weltraumjahren, die wir uns in den letzten 4 Folgen aufgebaut haben. Ich kannte diese klassische Weltraumwelt nur aus den Katalogen, deshalb gibt es bei mir keinen richtigen Nostalgiefaktor. Ich hatte selbst als Kind kein einziges Set davon. Als erwachsener Sammler habe ich mir vor 15 Jahren den legendären Raumkreuzer 928 als legendäres Einzelset gekauft. Je mehr Sets ich jetzt mit euch für die Videos zusammengebaut habe, umso mehr gefällt mir diese einfache, klare und gut durchdachte Spielwelt mit den vielen neuen Bauteilen. Mit den schön geformten Grundplatten kann man ein stimmiges Gelände und ein wunderschönes Diorama zusammenbauen. Ich bin sehr froh, dass ich meine Sammlung mit euch gemeinsam vervollständigen konnte und sie wird in der Schrankvitrine auf der Fläche von 6 Grundplatten zusammengedrängt einen würdigen Platz finden. Ihr seht, dass im Vordergrund die neuen Sets von 81 nicht mehr ganz zur klassischen 79er Welt dazu passen und ich bereue schon fast, dass ich sie überhaupt aufgebaut habe. Meine Steinekiste ist noch gut gefüllt. Ich kann noch einige Modelle aus dem Ideenbuch von 1980 bauen, mit der abenteuerlichen Reise von Bill und Mary in den Weltraum. Neben dem Ideenbuch von 1980 gibt es noch einen Geheimtipp für alle, die sich für die neueren Weltraumspielwelten Futuron, Blacktron, Spacepolis, M-Tron und die Monorailbahn interessieren.
Im Lego-Ideenbuch 260 von 1990 gibt es ganze 8 Seiten zu diesem Thema. Ich verlinke euch die Ideenbücher in der Videobeschreibung, damit ihr sie herunterladen und in Ruhe ansehen könnt. Der klassische Weltraum ging 1987 ins Futuron-Thema über, wo die Astronauten das klassische Space-Logo immer noch in der oberen Teilung des gequerten Torsos tragen. Gleichzeitig gab es 1987 Blacktron und 1990 M-Tron. 2002 kam der Ice Planet und auch im Stadtthema gab es seit 1995 realistische Weltraumsets mit dem Discovery-Thema von 2003 als Höhepunkt. Im Lego-Movie von 2014 kam der lustige, klassische blaue Astronaut Benny mit seinem zerbrochenen Helmbügel vor. You're not gonna say no? Build away, whatever your name is. Eine sehr nette Geste für Nostalgiker. Bezaubernd waren auch die passenden Minifiguren in den kleineren Sets, aber das riesengroße Raumschiff 70810 wäre wirklich nicht nötig gewesen. Besonders schwer nachvollziehbar für mich als Sammler sind die unzähligen retrospektiven Sets, die Lego herausbringt. Die korrekten Neuausgaben der Legends von 2001 bis 2004 habe ich als eine besonders gelungene Idee empfunden. Ebenso ist es eine spannende Aufgabe für jeden Meisterbauer, alte Themen mit neuen Steinen in aufwendigeren, größeren Sets wieder neu zu beleben. Die neu gebauten Erwachsenensets, die Lego herausbringt, kann ich persönlich aber überhaupt nicht gebrauchen. Es gibt da kaum originale Teile oder Drucke, die man für die klassischen Sets verwenden könnte. Da stelle ich mir doch viel lieber das Original in die Vitrine oder baue daran weiter. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Nostalgie gefällt es mir einfach, mit den alten, gebrauchten Steinen zu bauen. Die kleinen, einfachen Sets stelle ich zu größeren Spielwelten zusammen. Dabei verwende ich die alten Teile und Sets in neuen Zusammenstellungen und Ergänzungen immer wieder mehrmals neu. Das gefällt mir viel besser, als einzelne Standmodelle zu kaufen, wo man die Steine für kein anderes Set gebrauchen kann, und nach einem kurzen Bauspaß stehen die großen Monster verlassen in den Vitrinen herum. Mein größter Traum wäre es, mit den alten Steinen aus der klassischen Weltraumzeit das Raumschiff Enterprise aufzubauen. Genauso wie ich es mir als Kind immer gewünscht hätte, wenn ich genügend Steine gehabt hätte. Die klassischen Astronauten verwandeln sich ganz leicht mit normalen Haaren, gelben Händen und schwarzen Hosen in die Besatzung der Enterprise. Leider gab es in dieser Zeit für Lieutenant Nyota Uhura keinen passenden Kopf und Hände, das ist wirklich sehr diskriminierend. Das legendäre klassische Lego Weltraum grau-blau-transgelbe Farbschema würde ich in fantasievoller Übertragung auch für die Enterprise beibehalten. Jetzt zeige ich euch, wie ich mir meine einfache, fantasievolle Enterprise im klassischen Baustil vorstelle. Die Untersektion ist der Maschinenraum, vorne hängt der typische Parabolspiegel mit einem transparent roten Rundstein. Auf der Seite hat der Maschinenraum blaue Fenster, drinnen sitzt Montgomery Scott, genannt Scotty, an seinem Arbeitsplatz. Vorne und an der Seite sind Armaturentafeln, hinten ist der runde Warp-Reaktor mit dem Dilithiumkern. Auf das Maschinenraumdach kommt vorne ein Treppenaufgang aus umgekehrten Schrägsteinen und Dachsteinen, in dem man in die Untertassensektion hinaufsteigen kann. Hinten sind links und rechts die 2 schrägen Streben als Halter für die Warp-Gondeln.
Den Antrieb habe ich einfach aus Düsentriebwerken mit kleinen Kegeln vorne und großen Kegeln hinten gebaut. Die Untertassensektion ist aus langen und kurzen Tragflächenelementen geformt. In die Aussparungen kommen die Positionslichter. Der Boden der Brücke ist unten mit umgekehrten Schrägsteinen tiefer gesetzt und oben ist eine Kuppel aus 33 Grad Dachsteinen und transparent gelben Dachfenstern gebaut. Wie bei den klassischen Legoland-Raumschiffen können wir das Dach der Brücke mit Scharniersteinen aufklappen, man könnte auch eine kleinere transparent gelbe Platte einbauen. In der Brücke ist in der Mitte der Drehsessel für Captain James T. Kirk mit 2 schmalen Tastaturdachsteinen in den Armlehnen. Links ist der Arbeitsplatz von Wissenschaftsoffizier Spock und rechts die Kommunikationszentrale von Lieutenant Uhura. Vorne sind die 2 Sitze von Chekhov und Sulu mit einem großen Armaturenbrett. Wenn jemand am Bauplan interessiert ist, stelle ich euch den Link in die Videobeschreibung. So eine fantasievolle Enterprise im einfachen, ehrlichen, klassischen Stil gefällt mir persönlich viel mehr als die neu angekündigte Lego Enterprise D, die am 28. November 2025 herauskommt. Lego ist damit gefühlt der letzte Klemmbausteinhersteller, der ein Star Trek Lizenzset herausbringt. Wieder ein überdimensioniertes 60 cm großes Standmodell aus 3600 Teilen. Mich wundert immer wieder, wo die Käufer den Platz für diese einzelnen, überdimensionierten Vitrinenmodelle finden. Die Next Generation ist von mir aus eine hervorragende Wahl. Als Modellbauer muss ich aber zugeben, dass die Lego-Steine für die Gestaltung von realistischen Modellen mit natürlichen Rundungen absolut ungeeignet sind. Da bevorzuge ich lieber die klassischen Plastikmodelle oder Playmobil ist auch viel besser geeignet. Ich bin natürlich gespannt auf die Spielfunktionen und auf die Ausgestaltung der Innenausstattung. Das ist aber meistens bei den Standmodellen der große Schwachpunkt. Auf jeden Fall werde ich mir die Minifiguren besorgen, weil ich ein großer Liebhaber aller Formen von Minifiguren bin. Es ist ganz klar, dass eine Lego-Figur nie eine wirkliche Ähnlichkeit zu einer realistischen Person haben kann. Der vorab veröffentlichte Captain Jean-Luc Picard ist aber mit seiner hässlichen Noppenglatze und mit dem lückenhaft gedruckten schwarzen Schulterbereich der charakteristischen TNG-Uniformen wirklich absolut misslungen. Unter allen 9 Figuren der gesamten Besatzung wird er aber hoffentlich nicht besonders unangenehm auffallen. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Ich hoffe, dass ihr jetzt versteht, warum mir die einfachen, kleinen und billigen Sets so gut gefallen. Mit diesen zutiefst persönlichen Gedanken schließen wir das heutige Video und damit auch die ganze Weltraum-Themenwelt ab. Am nächsten Freitag kommen wir zur legendären Gelben Burg als die 3. Legoland-Themenwelt. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen ein wunderschönes Herbstwochenende. Auf Wiedersehen!